Hi, ich bin Maya Saban, die Leadsängerin der Band Judice. Wir machen für die EMGs 2015 den Maccabi-Song, er heißt Maccabi Chai. Ja, wir spielen in dieser Konstellation der Band, gerade für Maccabi Chai den Song, mit einer DJ- und Horn-Section, so 2 bis immer mehr Bläser. Der Song lebt ja so von dem Bläserpart. Und haben den Song in Hamburg und Wien produziert. Und zur Band gehören Jotam Bleiberg, der Trompeter, den wir schon aus dem Kindergarten kennen, mein Bruder Mushiko Saban, Stürmer bei Maccabi Berlin, der ist der DJ. Und so habe ich mir für diese Band jetzt Leute geholt, die ich einfach schon lange kenne, von denen ich weiß, dass sie Musik machen und sozusagen dasselbe Gefühl dabei haben, jiddische alte Traditionals ins neue Gewand zu packen. Ich habe angefangen in Deutsch zu singen, als ich angefangen habe Solo zu singen, und habe 2 Alben in deutscher Sprache veröffentlicht. Und das war so Singer-Songwriter-Musik, viel Gitarre, und ich wollte danach mehr klubbiger werden und hatte probiert, das auch in Deutsch zu machen. Und irgendwie, also der erste Song, den wir ausprobiert haben, war Bei mir bist du Shane. Einige werden ihn eventuell kennen, und dann hatte ich erstmal so einen Club-Beat und habe gedacht, okay, was schreibst du jetzt drauf? Ja, habe ich in Deutsch probiert und in Englisch, und irgendwie habe ich dann diese Melodie Bei mir bist du Shane gesungen, und es hat super gepasst, und irgendwie ist so die Idee entstanden, dann so alte jiddische Traditionals ins Heute zu holen. Für unser Debütalbum, und wir haben auch erst ein Album bei Judice, haben wir einen selbstgeschriebenen Song. Den habe ich zusammen mit dem Rapper geschrieben, Ben Salomon, der ist in Hebräisch und Deutsch und Englisch. Aber für das erste Album haben wir uns ganz bewusst an alten Traditionals orientiert. Also haben wirklich so Songs genommen wie Bei mir bist du Shane, Tumbalalaika, Yankele Hava Nagila, und die aber einfach klubbiger gemacht. Maccabi Chai habe ich mit Cosmo Klein und Nicolas Burger geschrieben und auch produziert. Das war eine ganz andere Herangehensweise, weil da war klar, für die European Maccabi Games soll das in Englisch sein. Wir haben ein bisschen Hebräisch reingenommen. Das war so eine andere Herangehensweise, und das hat dann zu dritt ganz gut geklappt. Auch in verschiedenen Städten. Also wir haben das Hamburg, Wien, Berlin produziert, komponiert. Das geht heutzutage alles so mit Skype und E-Mail und was echt geil ist, weil als ich angefangen habe, Musik zu machen, gab es das alles nicht. Ja, ich hoffe, es ist was Gutes bei rumgekommen. Judice bedeutet oder steht für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und wir befinden uns in einer musikalischen Reise, halt die alten Sounds, Klezmer-Sounds, viel Balkan mit ins Heute zu nehmen und dann nachhaltig für die Zukunft einfach auch zu machen. Und das Wort Judice beinhaltet das Wort Jew und Odyssee. Und ja, so haben wir das so gemixt. Ja, was liebe ich an Berlin? Das ist eine gute Frage, weil wenn man dann doch schon so lange in Berlin ist, hat man manchmal so einen Sturz. Und dann geht es wieder aufwärts. Ne? Aber heute mit meiner kleinen Familie, die ich gegründet habe, und meiner kleinen Tochter, hat Berlin natürlich super viel zu bieten. Ja? Wir haben tolle Parks, wir haben tolle Seen, wir haben ein Umland, was einfach auch cool ist. Wir haben natürlich aber auch ein tolles Nightlife in Berlin. Wir können alles Mögliche machen. Du kannst jeden Tag, wenn du montags Bock hast auf Jazzmusik, dann wird es was geben, wo du hingehen kannst. Und genauso Mittwoch, wenn du Bock hast, irgendwie Elektro zu hören. Das hat schon was. Aber natürlich, Berlin steht für mich definitiv so Berlin steht für mich oder ist vor allen Dingen meine Familie. Also meine Familie ist hier und die ist ziemlich groß, und das ist einfach zu Hause. Das kann man anders gar nicht beschreiben. Ich denke, das Besondere an Judice ist dann doch, dass wir so generationsübergreifend sein können oder sind. Also auf unseren Konzerten, wir hatten dann auch schon mal irgendwie die 10-Jährige in ihrem Kleidchen, die vor der Bühne getanzt hat, mit ihrem Opa, der 80 ist und zu demselben Song getanzt hat, und er kennt ihn einfach aus seiner Kindheit, und das kleine Mädchen lernt ihn gerade kennen.
ob durch Judice oder der Opa hat es mal vorgesungen. Und das ist eigentlich ganz schön, also dass, wenn wir auftreten, wirklich generationsübergreifend Leute im Publikum stehen und alle, dadurch, dass wir uns an Traditionals bedient haben fürs erste Album, alle irgendwie den Song mitsingen können und ihn dann in diesem neuen Gewand feiern. Also ein Geheimnis ist bestimmt einfach auch die Produktion der Musik. Also wir sind schon sehr klubbig und durch die Horn-Section bringt das Ganze immer so ein Party-Feeling. Und ganz klar, oder was ganz spannend ist, ist, dass eigentlich das Publikum sehr gemischt ist. Also wir haben nicht jüdische Leute, alles Mögliche steht vor der Bühne. Und einige lernen die Songs neu kennen, andere kennen sie schon. Aber durch diesen tanzbaren Beat, der dann doch irgendwie so ein roter Faden ist durch die Judice-Musik, macht es dann doch immer Spaß und die Leute feiern ab. Ja, hat Judice eine Botschaft? Das ist immer, das ist schwierig, weil am Anfang habe ich gesagt, also wir sind jetzt hier, also Judice ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise politisch angehaucht oder möchte jetzt groß was sagen. Wir sind einfach Musiker, die Musik machen, die ihnen Spaß macht und die ihnen gefällt. Jetzt, nach den ganzen Jahren, kriegen wir schon mit, dass auch nach den Konzerten sehr viel Redebedarf auch da ist der Leute. Das mag alles Mögliche sein. Wir spielen oder wir haben auch gespielt in Amerika, Israel, Irland. Also wir waren unterwegs und es gibt immer sehr viele Fragen, auf alles Mögliche bezogen. Auf Deutschland bezogen, jüdisch in Deutschland zu leben, wie das ist, auf die Texte bezogen. Und dadurch kriegt das Ganze natürlich schon etwas, wo wir dann auch sagen, man hat eine gewisse Verantwortung, die man auch wahrnehmen will und wir fangen an, mit den Leuten wirklich uns auszutauschen über jüdisches Leben in Berlin. Und ist das eine Message? Wirklich eine Message ist es, haben wir eigentlich nicht, aber dadurch, dass wirklich viel Redebedarf da ist, fangen wir an, halt einfach über unser Leben in Berlin zu sprechen und teilen uns so mit irgendwie. Die Frage der neuen jüdischen Generation wird mir öfter gestellt und ich bin da so zwiegespalten, ne? Weil ich frage mich immer, okay, die neue jüdische Generation, also im Endeffekt leben wir alle weiter und überall entwickelt es sich weiter. Ne? Ich will nicht so einen Fokus darauf setzen, dass wir jüdischen Deutschen uns irgendwie neu erfinden müssen oder alles neu werden muss, sondern es war eine natürliche Weiterentwicklung. Wir sehen uns nicht als Botschafter und nehmen das eigentlich, so wie gesagt, wir sind Musiker und machen die Musik, die uns gefällt und jeder zieht sich ja aus Musik, was er meint. Ne? Und wenn jemand dadurch sich noch mehr angekommen in Deutschland fühlt, wunderbar. Wenn jemand, der schon 60 Jahre hier lebt, sich dadurch wieder willkommen fühlt, auch wunderbar. Aber so wirklich so ein Botschafter-Anspruch hatten wir nicht und haben wir nicht. Also mit Maccabi verbindet mich eigentlich mein ganzes Leben. Alle Männer und Jungs in unserer Familie spielen bei Maccabi Fußball. Mein Vater hat bei Maccabi Haifa gespielt. Und ich selber war bei Maccabi Schwimmen, habe ich angefangen und habe dann aber diesen sportlichen Bezug verloren, leider. Werde meine Tochter aber selbstverständlich anmelden. Und die Spiele ist natürlich mega, ja, dass wir die Spiele nach Berlin holen und ich denke, wir werden grandiose Gastgeber sein. Ich freue mich total, auch Teil davon sein zu dürfen mit dem Song. Es ist einfach natürlich so ein tolles Gefühl, dass 2000 Sportler nach Berlin kommen, alle für diese Spiele, alle mit diesem Ziel, irgendwie eine gute Zeit zu haben und das wird schon Spaß machen. Ja, wir haben den Song Maccabi Chai genannt, Maccabi lebt und inspiriert wurden wir eigentlich von den Sportlern und von den Menschen an sich, die diesen Adrenalinschub haben, wenn sie auf dem Fußballplatz stehen und unbedingt das Tor schießen wollen und die beim Tennis einfach ihr Bestes geben wollen und schwimmen um ihr Leben, um wirklich als erstes am Ziel zu sein. Und das war so, wir wollten so diesen Ehrgeiz, diesen Spaß am Sport und diese Gemeinschaft in diesen Song packen. Und am Ende des Tages haben wir den Song Maccabi Chai auch genannt, weil Maccabi Chai
bedeutet Maccabi lebt und das ist eigentlich auch die Botschaft. Ja, als die Anfrage kam, einen Song für die Spiele zu machen, war es erstmal so, wow, okay, große Aufgabe in jedem Fall. Macht man jetzt eine Ballade, macht man eine Abtempo-Nummer. Und wir haben uns dann relativ schnell für Party-Sound entschieden, weil wir einfach glauben, es kommen 2000 Sportler, es kommen die Familien, Berlin wird Kopf stehen und es muss einfach etwas sein, was nach vorne geht. Und es war dann auch ganz klar, worum der Song handeln soll, nämlich von Gemeinschaft und alle für dieses eine Ziel und Berlin repräsentieren, einfach diese Partystadt dann auch nochmal in diesen Song packen. Und es war auch klar, dass Giudice spielt immer mit einer Horn-Section. Das heißt, ich wollte ganz klar irgendwie auch diesen alten, traditionellen Sound mit einer Darbuka und Bläsern, Trompete, Saxophon, Posaune, Tuba, dass wirklich alle dabei sind und spielen. Und ich glaube, ich hoffe, wir haben es getroffen und dieser Sound, nämlich dieses Balkan-Traditional, bringt das so ein bisschen rüber. Die Euphorie, die doch jeder Spieler haben wird, ein paar Tage bevor er nach Berlin kommt und dann natürlich auch während er für sich und sein Team spielt. Ja, wir sind schon kräftig am Proben für die Live-Auftritte. Wir werden natürlich bei der Eröffnungsfeier in der Waldbühne spielen und drumherum sprechen wir schon, wo wir mal ein kleines Clubkonzert von Giudice machen können und wir werden ein paar Auftritte sowieso um die Spiele rum machen. Wir haben ein spezielles Video gerade, wir sind gerade dabei, ein spezielles Video für euch vorzubereiten, wo wir das Ganze nochmal ein bisschen akustischer spielen und definitiv 2015 werden wir mit dem Song und dem Giudice-Programm auf jeden Fall spielen.